Die Geschichte von Kokain beginnt nicht mit Drogenkartellen oder Berliner Partynächten, sondern im deutschen Labor. 1859 gelingt es dem deutschen Chemiker Albert Niemann, erstmals reines Kokain aus den Blättern der südamerikanischen Coca-Pflanze zu isolieren. 1860 veröffentlicht er seine Ergebnisse unter dem Titel »Über eine neue organische Base in den Coca-Blättern«. Die deutsche Pharmaindustrie erkennt schnell das Potenzial. Die Firma Merck in Darmstadt wird zur treibenden Kraft bei der industriellen Herstellung. Zwischen 1885 und den frühen 1920er Jahren entwickelt sich das Deutsche Kaiserreich zum weltweit führenden Produzenten von Kokain. Um das Jahr 1900 stammen schätzungsweise 80-90% des global gehandelten Kokains aus deutscher Produktion. Eine Vormachtstellung, die erst nach dem Ersten Weltkrieg durch den Vertrag von Versailles und den zunehmenden internationalen Druck auf Drogenexporte gebrochen wird. In den Folgejahren übernehmen niederländische, japanische und amerikanische Hersteller zunehmend den Markt. Doch auch nach dem Machtverlust bleibt das Deutsche Reich ein zentraler Ort für die Erforschung und Nutzung leistungssteigender Substanzen. Mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs erreicht Kokain schließlich auch die Wehrmacht. Als potenziell leistungssteigendes Mittel im Schatten der weitaus bekannteren Methamphetaminpräparate wie Pervitin. Was heute als harte Droge gilt, wurde einst als pharmazeutisches Präparat mit strategischem Nutzen betrachtet, auch in den Reihen der Wehrmacht. Kapitel 1 – Vom Coca-Blatt zur Weltmacht – Der Aufstieg des Kokains im Kaiserreich. Die Geschichte beginnt nicht in Berlin, sondern in den Anden. Seit Jahrhunderten nutzen indigene Völker in Peru und Bolivien die Blätter der Coca-Pflanze gegen Hunger, Müdigkeit und Schmerzen. Im Jahr 1860 gelingt es dem deutschen Chemiker Albert Niemann, den aktiven Wirkstoff, das Kokain, aus den Blättern zu isolieren. Er beschreibt es als weiße, bittere Kristalle, die eine erstaunlich betäubende Wirkung auf Schleimhäute zeigen. Bald darauf erkennen deutsche Pharmaunternehmen das Potenzial. Allen voran Merck in Darmstadt beginnt mit der industriellen Verarbeitung. Das Deutsche Kaiserreich entwickelt sich im späten 19. Jahrhundert zum Weltzentrum für Kokainproduktion und bleibt es bis in die Zwischenkriegszeit. Kokain wird damals als pharmazeutisches Wundermittel gefeiert. Gegen Zahnschmerzen, Husten, Depressionen, ja sogar gegen Morphinsucht. Es wird in Apotheken verkauft, in Tabletten, Tropfen, sogar in Schokolade verarbeitet. In den 1920er Jahren stammt ein Großteil des weltweit gehandelten Kokains aus deutscher Herstellung. Merck exportiert nach Russland, Frankreich, in die USA. Auch aus der Schweiz, insbesondere von Firmen wie Sandoz oder Ziba in Basel, stammen hochreine Präparate. Doch der Rausch bleibt nicht folgenlos. Ab 1912 regelt das Haager Opiumabkommen erstmals den internationalen Handel mit Kokain. Spätestens mit dem Vertrag von Versailles im Jahr 1919 wird das Deutsche Reich gezwungen, die Produktion zu begrenzen und unter internationale Kontrolle zu stellen. Doch das Pulver verschwindet nicht. Es bleibt unter ärztlicher Aufsicht in Apotheken verfügbar. Und in Militärkreisen beginnt man, sich erneut für seine Wirkung zu interessieren. Auch andere Armeen experimentierten mit Kokain, etwa britische Truppen im Burenkrieg oder amerikanische Soldaten im Ersten Weltkrieg. Doch kein anderes Regime setzt es so systematisch und wissenschaftlich begleitet ein wie das NS-Regime. Kapitel 2 – Der chemische Soldat – Kokain und Pervitin in der Wehrmacht. Mit dem Aufstieg des Nationalsozialismus verändert sich auch der Blick auf Drogen in der Wehrmacht. Das Regime strebt nach totaler Effizienz und dazu gehören auch leistungssteigernde Substanzen. Bereits 1937 wird in Berlin das Medikament Pervitin entwickelt, ein Methamphetamin, abgeleitet aus dem Wirkstoff Ephedrin, das zuvor bereits in der Asthmabehandlung genutzt wurde. Entwickelt wurde es von der Temmler Werke GmbH in Berlin. 1938 kommt Pervitin in Tablettenform rezeptfrei auf den Markt. Es wird massiv beworben als Stärkungsmittel für die moderne Gesellschaft, gegen Müdigkeit, Konzentrationsprobleme und Stimmungstiefs. Besonders beliebt war es bei Studenten, Büroangestellten, Lastwagenfahrern und auch Hausfrauen.
In Zusammenarbeit mit dem Schokoladenhersteller Hildebrand entstand sogar die sogenannte Pervitin-Schokolade, ein Produkt, das gezielt an Frauen vermarktet wurde, als moderne Kraftnahrung für den Alltag. Der Absatz boomte, auch wegen der euphorisierenden Wirkung. Ein entscheidender Faktor war zudem der Preis. Pervitin war billiger als Kaffeebohnen, bei gleichzeitig deutlich längerer Wirkung. Während Kaffee einen aufputschenden Effekt von etwa 3 bis 4 Stunden erzeugte, hielt die Wirkung von Pervitin je nach Dosierung bis zu 10 Stunden oder länger an. Die übliche Packung enthielt 20 Tabletten à 3 Milligramm, oft deutlich überdosiert. Parallel wurden zahlreiche Studien zur Wirkung von Pervitin durchgeführt, unter anderem am Institut für Wehrmedizin und Allgemeine Physiologie, das später in das Amt für Wehrwissenschaft überführt wurde. In der 4. Versuchsreihe, durchgeführt im Auftrag des Militärs, zeigte sich bereits eine deutliche Nebenwirkungsrate: Schlaflosigkeit, Nervosität, Herzrasen, Gereiztheit. Diese Ergebnisse lagen vor Beginn des Westfeldzugs 1940 vor. Doch die Wirkung war militärisch so überzeugend, dass die Risiken in Kauf genommen wurden. Während des Polenfeldzugs im September 1939 nahmen viele Wehrmachtsangehörige Pervitin noch auf eigene Faust mit, in Eigenversorgung. Erst im Frühjahr 1940, vor dem Frankreich-Feldzug, bestellte das Heeresführungsamt des OKH über 35 Millionen Tabletten zur gezielten Verteilung an die Truppe. Gleichzeitig experimentierte man an noch stärkeren Präparaten. In den Laboren des Heereswaffenamts unter Leitung des Instituts für Allgemeine Wehrphysiologie in Berlin beginnt ein geheimes Projekt, D9. D9 besteht aus einer Kombination von 5 Milligramm Kokain, 3 Milligramm Pervitin und 5 Milligramm Koffein in Tablettenform. Kokain blockiert die Wiederaufnahme von Dopamin, Serotonin und Noradrenalin im Gehirn. Botenstoffe, die für Antrieb, Glücksgefühl und Wachheit zuständig sind. Die Folge: Überstimulation, Euphorie, aber auch Wahnsinn, Realitätsverlust und Herzversagen. Getestet wird es an Häftlingen im Konzentrationslager Sachsenhausen. Die Versuchspersonen müssen unter Drogenwirkung über 90 Kilometer mit Gepäck marschieren, ohne Nahrung, ohne Pause. Ziel des Projekts: ein chemisch optimierter Soldat, der Schmerz, Hunger, Müdigkeit nicht mehr spürt. Einer, der tagelang kämpfen kann, ohne zu schlafen. Diese Form der Pharmakologie wurde gestützt von NS-Medizinern wie Dr. Otto Ranke, der die militärische Leistungsfähigkeit als oberstes Ziel propagierte. In geheimen Berichten bezeichnete er die Kombination von Kokain und Pervitin als besonders vielversprechend. Die Drogenforschung passte in das ideologische Konzept des Regimes. Die Idee des willensstarken, unermüdlichen Kämpfers entsprach dem Bild des NS-Übermenschen. Der Soldat sollte über seine biologischen Grenzen hinauswachsen, im Zweifel mit Hilfe chemischer Mittel. Doch die Wirkung hatte ihren Preis. Nach dem Rausch folgten Wahnzustände, Aggression, Kollaps. Die Dosis machte den Soldaten zur Waffe und zum Wrack. Nach dem Krieg verschwinden viele dieser Akten, einige bleiben unter Verschluss. Doch durch Recherchen von Historikern wie Wolf Kemper, Peter Steinkamp und Norman Ohler sowie Archivmaterial im Bundesarchiv Berlin kommt das Thema wieder ins Licht. Kokain in der Wehrmacht war kein Mythos. Es war Teil eines Systems, das den Menschen instrumentalisierte bis zur Selbstzerstörung. Viele heimkehrende Soldaten litten unter Entzugserscheinungen. Eine systematische Nachbetreuung fand kaum statt. Das Thema war in der Nachkriegszeit tabuisiert. Körperliche wie psychische Langzeitfolgen wurden ignoriert. Nach dem Krieg verschwand Kokain nicht aus der Welt. In den 1950er Jahren experimentierte sogar die CIA im Rahmen des Projekts MK-Ultra mit Drogen wie LSD, Kokain und Amphetaminen, auf der Suche nach Methoden zur Gedankenkontrolle. Dies war die Geschichte eines weißen Pulvers, vom Andenblatt zur Kriegswaffe. Wenn dir dieser Einblick gefallen hat, abonniere den Kanal für weitere fundierte Dokus über die unbekannten Seiten der Geschichte.